Hallo alle zusammen und willkommen zu einem sehr heißen Topic. Ja, sagte sie, wo gerade die Regenzeit beginnt. Ja, momentan wird es sehr regnerisch und der Taifun kommt. Allerdings wird es danach ganz spaßig, denn die Sommerzeit in Japan beginnt und diese ist wirklich nicht spaßig, denn es wird wirklich sehr, sehr heiß. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Video und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei, der euch eventuell ganz gut behilflich sein kann. Was eigentlich kein richtiger Tipp ist, was man eigentlich von sich auch selbst weiß, ist ja die Tatsache, dass man wahnsinnig viel trinken sollte und Eis hilft auch immer wahnsinnig gut. Es gibt auch dieses bekannte, ich kann es mal einblenden, Kakigori. Das ist ein sehr, sehr geiles Eis. Meistens sind die auch total riesig, die Dinger, und man kriegt einen richtigen Brain Freeze davon. Aber die helfen schon wirklich sehr, sehr gut im Sommer und sind sehr erfrischend. Der Freund und Helfer. Der Fächer. Wobei ich sagen muss, außerhalb ist er manchmal nicht so hilfreich, da er eher die ganze warme Luft zu einem zufächelt, anstatt sie zu kühlen. Dann natürlich super hilfreich, toller Ventilator, tolle Aircon. Besonders die Aircon ist wirklich sehr, sehr hilfreich und kühlt die Apartments sehr, sehr gut ab. Was ich auch nicht wusste, was mein Mann mir immer gesagt hat, ist die Tatsache, dass ich doch immer lieber die Aircon benutzen sollte, da die nicht scheinbar so viel Strom frisst wie ein Ventilator. Habe ich irgendwie nicht gewusst. Wenn ihr überwiegend Frauen draußen seht, werdet ihr vielleicht merken, dass die immer sehr angezogen sind. Was sehr beliebt ist, sind solche langen Ärmel, vor allem für Frauen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Das werde ich allerdings nie verstehen. Zum einen soll es vor der Sonne schützen und zum anderen, dass sie vielleicht nicht braun werden, da Japaner weiße Haut sehr mögen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so sehen die Teile aus in den Supermärkten. Ich habe mir so ein Ding noch nicht geholt. Ich finde die auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ein bisschen unsinnig, weil es ist warm und man schwitzt und meistens sind die Dinge auch noch schwarz und nee, danke. Fürs Fahrrad gibt es meistens solche Art Sonnenschutzschirme. Man sieht ein bisschen damit aus wie Robocop. Im Supermarkt sehen die dann so aus und hängen da rum. Die scheinen wohl scheinbar ziemlich gut zu funktionieren. Es sieht zwar immer so aus, als würden die Menschen drunter nicht sehen, aber scheinbar scheinen die Dinger doch irgendwie ganz gut zu klappen. Als ich das erste Mal nach Japan kam, habe ich immer die Leute ein bisschen belächelt, die mit dem Regenschirm rumgelaufen sind. Ja, für mich war es ein Regenschirm, für mich war alles ein Regenschirm. Ich habe mich gewundert, warum sind denn die ganzen Mädels draußen und laufen bei schönem Sonnenschein mit einem Regenschirm rum. Ja, und letztes Jahr, als ich meinen allerersten richtigen Sommer hier hatte, wusste ich auch warum, und ich muss ehrlich gestehen, auch ich bin weich geworden. Ich habe mir einen Sonnenschirm geholt. Meiner ist von Nyanpaya, das kennt vielleicht einige von euch noch. So sieht er aus, voll putzig, voll süß. Und innen drin, wie ihr seht, ist der beschichtet und schützt somit vor der Sonne. Man muss ja vor allem auch bedenken, mit den dunklen Haaren, das brennt wie irre auf dem Kopf. Dann natürlich super hilfreich, Deos und Körpersprays. Ich habe mich ein bisschen so durch die ganze Deo-Reihe hier mal durchprobiert und habe da ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Ich muss ehrlich sagen, meine liebste Marke ist Biore. So sehen die Sachen aus. Das hier ist eine Deo-Creme. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas, glaube ich, noch nie in Deutschland gesehen. Es ist eine weiße Creme. Die ist von der Konsistenz her etwas fester als zum Beispiel normale Nivea-Creme oder so. Und die schmiert man sich einfach unter die Achsel und die hilft eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich das Ganze auch in Spray-Version oder Deo-Roller-Variante, aber die Spray-Version ist auch ganz, ganz gut. Man merkt auch, dass es ein bisschen unter den Armen brennt bei Biore. Ich weiß nicht warum, aber das hatte ich bei den anderen normalen Deos hier nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier, das ätzt so richtig alles weg und verschließt die Poren oder sonstiges auf jeden Fall. Das hier kann ich euch allen sehr ans Herz legen. Auch wenn das, glaube ich, gerade ein bisschen sehr shiny ist wegen dem Fenster gegenüber.
Dann gibt es nicht nur super tolle Waschlappen, die man mit sich rumführen kann, um sich den Schweiß abzuwischen, sondern auch noch Face Sheets für Männer und Frauen. Für Frauen sogar mit Fresh Rose Duft oder anderen fruchtigen, blumigen Angelegenheiten. Und das sind dünne Tücher, die erfrischen sollen. Sie haben so ein bisschen den gleichen Brenneffekt wie die Deodorants, aber sie haben auch automatisch auch einen sehr kühlenden Effekt und kann ich auch wirklich nur sehr empfehlen. Die gibt es übrigens, wie ihr auch hier sehen könnt, im Daiso, also man kriegt sie auch billig. Die Übernacht-Variante wäre hierzu, ja, es ist eigentlich für Fieber, aber ja, diese Kühlpad-Variante hier, die kann man sich überall nachts hinkleben und ja, es kühlt über einen gewissen Zeitraum. Nicht lange, da die Sheets sehr klein sind, aber ja, für so eine schnelle Abkühlhilfe sind die doch manchmal ganz gut. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Also das hier sind sehr, sehr kleine, sind auch, glaube ich, für Kinder. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sind die nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Sommer habe ich immer persönlich total das Problem, dass ich niemals weiß, worauf ich Hunger habe, weil ich wegen der Hitze einfach gar keinen Hunger habe. In Japan ist es eigentlich relativ typisch, während der Zeit Somen oder Soba zu essen. Ich habe leider keine Somen-Packung gerade da, weil die haben wir jetzt letztens vernichtet, als es so heiß war. Aber Soba dürftet ihr auf jeden Fall auch kennen. Also für jeden Nudelfan ist es eigentlich eine sehr, sehr gute ja, Möglichkeit, wenigstens etwas zwischen die Rippen zu bekommen, wenn es zu heiß ist. Dann mein absoluter Favorite-Geheimtipp. Ja, das ist mein bester Freund hier. Ja, es ist keine Wärmflasche, es ist eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, eine Kühlflasche. Diese Wärmflasche, ja, eigentlich ist es eine Kühlflasche. Dieses Ding hier fülle ich mir nachts bei heißen Nächten mit kühlem Wasser und mit Eiswürfeln und wickel ein dünnes Tuch drum und benutze dieses entweder als Kopfkissen oder ja, umarme es, wenn mir ganz, ganz heiß ist und es kühlt wirklich gut ab. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe manchmal zum Beispiel auch das Problem, dass ich leicht Kopfschmerzen bei großer Hitze bekomme und ich habe das hier letztens einfach als eine Art Kopfkissen drunter gelegt. Und dieses Ding, ich möchte nie wieder ohne dieses Plastikding leben. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. So, natürlich waren bestimmt viele Sachen dabei, die ihr schon wusstet, aber vielleicht war eventuell das ein oder andere Hilfsmittelchen dabei, das euch den Sommer hier angenehmer machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für euer Interesse, für jegliche Daumen hoch oder Kommentare und bis zum nächsten Video. Tschüss!